Der Roboter nimmt ein Zinkdruckes-Rohteil auf, legt das in die erste CNC-Maschine ein. Dort wird dann die erste Seite zerspannt. Der Roboter nimmt dann das fertig zerspante Drehteil aus der Maschine raus, führt es in eine Wendestation ein. Und dann das Zinkdruckesteil in die zweite CNC-Maschine zur Aufnahme für die zweite CNC-Bearbeitung. Und legt anschließend das Fertigteil in ein Tray wieder ab. Wir haben Zinkdruckgießerei mit anschließender CNC-Zerspannung. Und bei uns war die Herausforderung, dass wir unseren Maschinenpark nach und nach automatisieren wollten. Der Kontakt zu Robco kam über eine andere Firma zustande und es war eigentlich von Anfang an Diskussion auf Augenhöhe, lösungsorientiert. Die Drehmaschinen waren eine Herausforderung, da sie keine Schnittstellen zur Automatisierung haben. Hat Robco einfach insgesamt das beste Konzept im Markt uns angeboten. Ich sag mal, vergleichbare ältere Maschinen, CNC-Maschinen, ohne Schnittstelle mit der Maschine zu installieren. Der Bauraum der Maschine ist auch sehr, sehr klein. Das war auch ein Riesenproblem für andere Wettbewerber im Markt. Und nicht zuletzt, dass man mit einem Roboter 2 CNC-Maschinen ansteuert und bedient, hat uns letzten Endes zu Robco geführt. In Summe war es auch für uns ein sehr, sehr kostengünstiger und flexibler Einstieg in die Automatisierung. Vor der Automatisierung mit Robco war immer ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin an beiden Maschinen tätig. Aufgrund der hohen Stückzahl der Teile ist die Maschine im Prinzip auch immer zweischichtig gelaufen bei uns. Und seit der Inbetriebnahme können wir eben unsere Mitarbeiter anders einsetzen.